Sie betreiben seit mehreren Jahrzehnten ein Hochregallager. Ihre Verfügbarkeit ist aber in den letzten Monaten, ja sogar Jahren signifikant eingebrochen und Sie stellen sich die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Welche Möglichkeiten es zur Verbesserung Ihrer Situation gibt, sehen Sie in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Jens Weißenhorner und ich bin Ihr Ansprechpartner für intralogistische Herausforderungen und Vertriebsingenieur bei der Firma Dambach Lagersysteme. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sitzen in einem Regelmeeting mit Ihrem Logistikleiter und erfahren schon wieder, dass ein Regalbediengerät ausgefallen ist. Ersatzteile sind aufgrund des Alters nicht mehr verfügbar bzw. abgekündigt worden und Ihre Instandhaltung ist mit Ihrem Latein am Ende. Aber jetzt stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Ihr Hochregallager arbeitet mit erhöhter Leistung. Die Verfügbarkeit ist weit über 90%. Ihre Ein- und Auslagerprozesse konnten optimiert werden und dadurch konnte natürlich auch die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Jetzt fragen Sie sich natürlich, wie ist das möglich? Und hierzu möchte ich Ihnen zwei Lösungsansätze vorstellen. Lösungsansatz Nummer 1, die Modernisierung oder auch Retrofit. Unter Modernisierung oder auch Retrofit verstehen wir die Ertüchtigung bzw. den Austausch vorhandener bzw. verbauter Komponenten. Das bedeutet, nach einer detaillierten Prüfung der steuerungstechnischen Komponenten, der elektrischen Komponenten, Antriebe, der Teleskopgabel, aber auch dem allgemeinen Zustand der Regalbediengeräte wurde entschieden, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um eben zum Beispiel die Verfügbarkeit zu erhöhen. Das heißt konkret, welche der eben genannten Bauteile, Komponenten müssen denn überhaupt getauscht werden? Ist es notwendig, die gesamte Verkabelung zu erneuern, ja sogar den gesamten Schaltschrank zu erneuern? Welche Antriebe müssen eventuell getauscht und neu beschafft werden? Wie sieht die Schnittstelle von SPS zum übergelagerten System aus? Welche Spezialitäten müssen hier berücksichtigt werden? Ja, und sind tatsächlich auch mechanische Komponenten zu tauschen. Aber auch hier Stichwort Sonderanfertigung. Lösungsansatz Nummer 2 ist der Austausch des gesamten Regalbediengerätes, heißt alt gegen neu. In vielen Fällen ist der Austausch der Regalbediengeräte die vernünftigere Lösung. Warum? Stellen Sie sich dazu mal einen Oldtimer vor. Sie hegen und pflegen Ihren Oldtimer über Jahre hinweg. Sie tauschen Birnen aus, damit das Licht funktioniert. Sie tauschen abgewetzte Kabel aus, dass die wenige Elektrik in diesem Oldtimer auch weiterhin funktioniert. Sie überarbeiten vielleicht den Tacho, damit Sie auch wissen, wie schnell Sie fahren. Aber würden dann das Grundgerüst, also die Karosserie, vernachlässigen, würden Sie irgendwann in einem verrosteten, nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeug sitzen. Ähnlich verhält sich es bei einem RBG. Wenn Sie den Fokus wie bei der Modernisierung nur auf die elektrischen oder auch steuerungstechnischen Komponenten setzen, aber das Grundgerüst, sprich den Stahlbau, außer Acht lassen, haben Sie eventuell auch irgendwann die Problematik, dass das RBG nicht mehr fahrtüchtig ist. Deswegen ist es umso wichtiger abzuwägen, ist eine Modernisierung oder gar ein Austausch der Regalbediengeräte notwendig. Lassen Sie mich gern nochmal zusammenfassen. Modernisierung und Austausch der Regalbediengeräte bedeutet Vermeidung von Ausfall der Komponenten, Stillstandszeiten der Regalbediengeräte und hohe Reparaturkosten. Verbesserung der Verfügbarkeit des Regalbediengerätes, auch der gesamten Anlage, höhere Leistung durch moderne, neue Komponenten und eben geringere Betriebskosten. Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, welche der beiden Lösungsansätze für Sie genau der richtige ist, dann kontaktieren Sie uns gerne und wir werden gemeinsam den richtigen Weg finden. Sie sind auf der Suche nach unseren Kontaktdaten? Kein Problem. Unten in der Videobeschreibung können Sie einen Link finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.